Es heißt ja immer so schön, nach der Reise ist auch irgendwie vor der Reise. Und wir haben von milden Campingtagen am Mittelmeer im Schatten von Pinienbäumen geträumt. Tja, und was soll ich sagen? Plötzlich finden wir uns hinter dem Lenkrad eines Wohnmobils wieder. Und wir sind von Hamburg in den Nordwesten der Balkaninsel gefahren. Ja, zugegeben, es gibt natürlich schlechtere Orte für den Test eines Wohnmobils. Und Kroatienkenner, die haben es wahrscheinlich schon längst erkannt. Wir sind in Rovaniemi, wohl einem der schönsten Orte Kroatiens. Und was soll ich sagen? Es fühlt sich wieder richtig gut an, unterwegs zu sein. Richtung Himmelblau. Und dann noch mit einem Wohnmobil. Aber diesmal mit einem ernsten Hintergrund. Wir haben oft diese Vorstellungsvideos oder Messevideos von Wohnmobilen gesehen. Aber irgendwie klingen die immer alle gleich. Und wer schaut auch mal in die hinteren Ecken und findet auch mal Nachteile? Ja, leider die wenigsten. Aber dafür muss man ja auch mal mit so einem Fahrzeug unterwegs sein. Auf einer Messe oder beim Händler anschauen reicht halt einfach nicht. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, normalerweise aus Hamburg, aber heute mal aus dem wunderschönen Kroatien. Denn wir hatten die Möglichkeit, uns einen Camper auszuleihen. Und zwar den Joa 75T. Und ob uns das Gerät gefallen hat, das werden wir euch jetzt mal in dem Video erzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter 39. 7,39 Meter, die längste Variante von Joa Camper. Hier in der Version mit 5 Sitzplätzen und, passt auf, 5 Schlafplätzen. Unglaublich, ne? Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was so ein Ding kostet. In der Basisversion kostet das Ding 52.000 Euro. Unschlagbar, oder? Hier, wie wir ihn jetzt stehen haben, 58.000 Euro. Denn hier sind nochmal so ein paar kleine Extras verbaut. Das ist doch ein faires Ding, oder? Ob es ein fairer Preis ist? Naja, wir gucken uns das gleich mal an und so ein bisschen was zu meckern haben wir. Also, naja, also das wäre ja dann das und dann müssen wir... Kommt mal mit, ich zeig's euch. Ja, und wenn wir schon mal bei der Sache sind, ne, dann zeigen wir euch aber erstmal das ganze Auto und dann natürlich auch unsere kleinen Kritikpunkte, damit ihr auch wisst, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. Ja, den Wohnmobil-Experten von euch werde ich jetzt nichts Besonderes erzählen. Wir haben hier einen Wassereinfüllstutzen. Dieses Fahrzeug hat 120 Liter Frischwasser verbaut und 90 Liter Abwasser unterm Fahrzeug. Bei dieser Variante das Besondere übrigens wintertauglich, denn da ist eine Heizung reingebaut worden. Allerdings Abwasser, unterm Auto. Frischwasser, Standard, ne? Einfüllstutzen habt ihr von hier zugänglich. Kann man nicht meckern, ist halt Standard. Wo man halt ein bisschen mehr meckern kann, aber es ist halt auch eher Standard, ist das Kassettenklo daneben. Da kann man sich ja drüber streiten. Wir als erfahrene Camping-Experten würden jedes Mal immer wieder eine Trockentrenntoilette einbauen. Denn mit der ganzen Entsorgung und diesem ganzen Kladderadatsch und so, irgendwie so praktisch ist das halt irgendwie nicht, ne? Also könnt ihr euch vorstellen, ganz normale Kassettentoilette von Dometic. Groß ist die aber nicht, ne? Groß also sind die alle nicht, weil wenn wir uns natürlich überlegen, dass hier 5 Leute mit sollen. Ja, das ist ein Nachteil. Bist hier ganz schön am Rennen. Das ist echt ein Nachteil. Also muss man echt sagen, da sind so ein paar Sachen in der Theorie und auf dem Zettel dürfen hier 5 Leute mitfahren. Wenn wir uns das gleich mal im Inneren angucken, dann würde ich eher sagen, 3 plus 5 ist wirklich sportlich. Also 5 in so einem Auto. Leichte Mädchen, wenn überhaupt. Was guckst du mich so an? Ich habe gar nicht geguckt. Ein Chemieklo. Oh nö, bring du das weg. Das mag ich gar nicht. Ja, das ist richtig. Und ich glaube auch, für 5 Leute mit so einem kleinen Chemieklo, da bist du ja jeden Tag am Entleeren, ne? Ja, mindestens. Ja. Also wir 3, ne? Und wir nutzen es eigentlich auch nur, um mal schnell Pipi zu machen. Darf man das sagen? Ja, ja, ne? Darf man sagen. So, und wir müssen es mindestens alle 3 Tage müssen wir es dann entleeren. Ja, absolut, absolut. Bei uns werden die großen Geschäfte nämlich woanders gemacht. Ja, also würden wir nicht verbauen, da haben wir ganz klar unseren Favoriten.
Trockentrenntoilette. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und am besten mitten im Pipi-Tank unterm Auto. Warum nochmal? Ja, weil das ist halt super zu entleeren und man hat diese ganzen Schweinereien nicht, wenn du bei der Trockentrenntoilette den Urinkanister unter deinem Klo hast und das dann entleeren musst oder wenn du halt nicht merkst, dass der Pipi-Tank voll ist und dann geht einer nochmal aufs Klo und dann läuft das Ding über und so. Es ist alles Schweinerei. Ich würde einfach sagen, ihr baut den Pipi-Tank und das Auto, habt ihr keinen Ärger damit und das Ding lässt sich auch einfach und gut entleeren. Ihr werdet sehen, hier haben wir unsere kleine Heckgarage mit Kompressionsverschlüssen, verschlossene Tür. Hinter der Tür befindet sich einfach eine Menge Platz. Hier kann man von beiden Seiten eine Menge Krams lagern. Ich bin mir gar nicht sicher, wahrscheinlich passt hier auch sogar ordentlich Surfmaterial rein. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, wie viel Platz hier hinten wirklich ist. Zusätzlich hier mit integriert ist natürlich auch noch das Gasfach. Hier sind 2 11 Kilo Gasflaschen drin. Und die sind auch echt einfach anzuschließen und hier reinzuwuppen. Also da kann man absolut nicht meckern. Gute Variante. Hier überhalb des Gaskastens ist auch nochmal eine Ablagefläche, wo man jegliches Zubehör, was man quasi zum Befüllen braucht, hinpacken kann. Hier ist jetzt ein Schlauch. Dahinter haben wir noch Reserve für unsere Gasflaschen und so weiter drin. Also da kann man auf gar keinen Fall meckern. Das ist mal richtig ordentlich Platz hier hinter der Tür. Wo man allerdings meckern kann, das sind die Beschläge. Ne? Ich weiß, ich will jetzt nicht die ganze Zeit meckern und es soll auch nicht darum gehen, dieses Fahrzeug hier auseinanderzunehmen. Es ist ein Fahrzeug, was ab 52.000 € zu bekommen ist und das ist echt ein guter Preis. Da muss man natürlich auch zusehen, wo man sparen kann. Das ist ein Punkt hier, da würde ich mir persönlich wahrscheinlich andere Verschlüsse verbauen, weil guckt euch das mal an hier. Diese Klappe, die komprimiert überhaupt gar nicht. Ich kann das Ding hier ordentlich reinschieben. Und ich schließe sie mal auf, damit ihr zumindest auch mal seht, wie viel Fläche ich hier habe und wie diese Kompressionsverschlüsse auch sind. Was auch blöd ist bei diesen Kompressionsverschlüssen, ich kriege sie nicht ganz so einfach zu. Auch das zeige ich euch gleich mal. Platz ist auf jeden Fall ohne Ende, finde ich super. Und wenn ihr euch hier diese Verschlüsse mal anguckt, dann sind die aber schon natürlich ein bisschen billig, ne? Also da würde ich auf jeden Fall welche in Metall nehmen. Die sind jetzt hier in so einem gegossenen Kunststoff. Finde ich immer persönlich bei so einem Auto, Optimierungsbedarf ist da auf jeden Fall da. Und um das zuzukriegen, reicht es jetzt nicht, dass ich das einfach zudrehe und zudrücke, sondern ich muss es jetzt nochmal mit dem Schlüssel umdrehen, reindrücken und erst dann ist sie verschlossen. Da fragt man sich auch, warum? Aber so ist es halt. Umdrehen, rumdrehen, reindrücken und dann ist es eigentlich verschlossen, aber wirklich nicht komprimiert. Das würde ich optimieren. Ja, der Aufbau bei dem Joa Camper ist ja hier ein GFK-Aufbau. Normalerweise ist das natürlich auch ideal für so einen Camper. Relativ leicht, gut gedämmt. Allerdings gibt es hier so ein paar kleine Kritikpunkte. Unter anderem gibt es ja hier diese Halterung für die Klappen. Wenn jetzt mal ein bisschen Wind ist oder was auch immer, dann bleiben diese Klappen auf. Das ist auch ziemlich gut. Allerdings muss man hier mal einen kleinen Kritikpunkt äußern bei der Befestigung dieser Halterung. Jo, alle Türen und alle Klappen haben diese neckischen Halter. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Ich habe einen dieser neckischen Halter hier auch schon in der Hand. Und zwar ist das der Halter hier von der Tür. Der ist einfach mal so abgefallen, denn der ist hier nur mit diesen kleinen Metallschrauben reingeschraubt in GFK. Und da ist kein Holz hinter oder so, sondern die haben hier einfach nur in das GFK reingeschraubt. Also das kann und muss man besser machen, wenn es halt festgeklebt ist oder zumindest mal andere Schrauben oder hier halt einfach gegebenenfalls auch nochmal mit einer Unterkonstruktion. Da könnte ich ja auch eine Holzplatte von der anderen Seite dann ranbauen oder was auch immer. Aber so geht auf jeden Fall gar nicht. Ja, wer uns von Richtung Himmelblau kennt, ne, der weiß, Thema Sicherheit liegt uns sehr am Herzen. Und hier bei diesem Fahrzeug nehme ich hier mal die Schlösser schon fast als Einladung, in dieses Auto reinzumarschieren. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als so einen kleinen Einbruch im Urlaub, ne? Aber das Ding hier, das fühlt sich so an, als wenn ich die Tür gleich in der Hand habe. Also das kann man auf jeden Fall besser machen. Und von innen, das müssen wir euch mal zeigen, ne? Die ganze Tür, die ist schon halt windschief und windkrumm. Was ist denn los? Du hast geklopft. Ich habe geklopft? Wirklich? Ja, Eigentlich wollten wir Einbrecher spielen. Ich wollte nur Einbrecher spielen und den Leuten zeigen, wie schlecht die Tür hier ist. Aber lieb von dir.
Danke. Naja, von innen geht die Tür auf, ne? Oh, jetzt hat die auch noch abgeschlossen. Guckt es euch an, aber wie gesagt, also ich habe das Gefühl, ich komme hier echt schnell ins Auto rein. Jetzt zeigen wir euch die integrierten Sportgeräte des Joa Campers. Richtig schmeichelhaft und gefällt mir außerordentlich gut beim Joa Camper ist die Trittstufe. Die ist auch noch so verbaut, dass sie automatisch einfährt, sobald man losfahren will. Und es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, hier in dieses Fahrzeug reinzukommen mit der kleinen Trittstufe. Man hat hier auch noch mal gleich im Eingangsbereich den Schalter für die Trittstufe. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gefällt mir wirklich gut. Ja, auf der rechten Seite von unserem Fahrzeug haben wir hier natürlich Spiel, Spaß und Spannung und hier hinter wirklich Spannung. Denn hier haben wir unseren Stromanschluss versteckt. Da sind wir wieder beim Thema, das ist ein Fahrzeug für knappe 53.000 Euro. Da muss man natürlich auch Abstriche in Kauf nehmen. Diese Fenster, ne, da habe ich auch immer ein großes Sicherheitsproblem mit. Denn guck mal Leute, ich komme hier schon so fast hinter dieses Fenster und ich bastel mir einfach einen Draht, ne, eine kleine Schlinge und dann schiebe ich die hier durch und schon kann ich natürlich hier diese kleinen Haken, die das Fenster verschließen, auch relativ einfach aufhebeln. Also das gefällt mir bei diesem Fenster eigentlich überhaupt gar nicht. Es sieht optisch auch nicht ganz so ist nicht schick bündig, aus, ne? Es ist nicht bündig und das Thema Sicherheit, also es ist ein wirklicher Kompromiss. Auch hinten, das zeigen wir euch nochmal, wenn wir drinnen sind, wie man diese Fenster auch feststellen muss und kann. Das ist bei den Dometic-Fenstern ein bisschen, also bei den Seitz-Dometic-Fenstern ein bisschen besser gelöst als jetzt hier bei den Polyplastik. Allerdings, so richtig überzeugt mich das nicht. Also vor allen Dingen das Thema Sicherheit. Mit so einem Wohnmobil fährt man natürlich immer auf den Campingplatz. Dieses Fahrzeug ist aber auch nicht wirklich dafür ausgelegt, autark unterwegs zu sein. Also ist es diesmal irgendwie eine andere Art des Reisens. Für uns war es aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mit einem Teilintegrierten unterwegs zu sein, der für eine Familie die perfekte Größe hat. Zugegeben, in der Größe ist dieses Fahrzeug auch kein wirkliches Stadtauto mehr. Aber dafür ist es ein echtes Raumwunder. Und mit 600 Kilo Zuladungsmöglichkeiten und extrem viel Stauraum auch eine gute Wohnmobilgröße. Und sind wir doch mal ehrlich, was braucht ein Wohnmobil schon außer gute Betten? Wenn man immer an Orten unterwegs ist, wo es eine perfekte Infrastruktur mit allen erforderlichen Versorgungsmöglichkeiten gibt. Ja, und beim Radio im Dunkeln fehlt leider hier die Beleuchtung der Anzeige der Bedienelemente. Zum Beispiel, wie ich wieder ins Hauptmenü komme. Junge, 179 Euro, das ist mal richtig ordentlich, ne? Also hier, wir haben hier 90 Liter Dieseltank und nochmal 19 Liter AdBlue. Ja, und dieses Auto ist doch relativ sparsam unterwegs. Das verbraucht so zwischen 10,5 und 11 Litern. Also da kann man eigentlich nicht meckern, ne? Nur über den Preis, da kann man natürlich meckern. Ja, aber man kann ja bei den Camper hier auch noch die Zusatzoption des zweiten Betts hier vorne wählen. Ist es gemütlich hier oben, Lotti? Na, ich find's hier sehr gemütlich, nur abends, wenn wir ein bisschen uns bewegen, knirscht das so. Ja, leider Und ist dieses Bett nämlich sehr laut. Und wenn ihr hört, wenn man sich hier dreht, dann hört man jedes kleine Knacken von diesem Bett. Und wenn man hier alleine liegt, das ist auch relativ ungemütlich, denn hier ist eine Mittelunterteilung beim Lattenrost. Das zeigen wir euch gleich mal. Aber es ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Natürlich eine ganz gute Liegefläche. Was witzig ist bei dem Bett hier, man kann trotzdem noch den Eingang benutzen, denn die haben hier so einen kleinen Knick in dem Bett gebaut, sodass man trotzdem noch rein und raus gehen kann. Aber wie gesagt, mit der Geräuschkulisse, das hätte man ein bisschen optimieren können. Es knatscht und quietscht hier die ganze Zeit. Quietsch, knatsch, knatzilat. Bist du sicher, dass das Bett ist und nicht Lotti? Ja, die knatscht auch die ganze Zeit. Vor allem, wenn ich mich so hinlege.
Also das knatscht ja vielleicht, nicht wahr? Oh, das knatscht echt richtig laut. Und dann, wenn wir losfahren, fährt hinter uns her so ein Vogel. Guck mal, jetzt läuft es auch extra langsam. Ja, wir sind an einem kleinen Stauende angekommen, wobei das nur 5 Minuten sein soll. Ich glaube, hier geht eine Spur auf die andere und wie immer kommen die Leute da nicht so richtig mit klar. Apropos, kommen nicht so richtig mit klar. Das ist ja eine geile Überleitung. Wir sitzen ja hier in einem Citroën. Und man kann jetzt natürlich über das Design eines Citroëns denken, was man will. Es gibt bestimmt einige, die dieses Design sehr, sehr schön finden. Ich bin ja Designer und natürlich Innenarchitekt und ich stehe natürlich auf funktionales Design. Also ich mag Dinge, die einigermaßen gut durchdacht sind. Erst recht bei einem Campervan, der natürlich im täglichen Gebrauch steht. Und jetzt hier mit Blick auf meine Fahrerposition gibt es so ein paar Dinge, die mich wirklich stören an diesem Fahrzeug. Was ich sehr schön finde, ist das Lenkrad. Das stört mich nicht, aber was mich stört, ist unter anderem das Design dieser Seitentüren. Man hat ja immer so unzählige Sachen, die man so braucht. Unter anderem muss ich hier ganz runtergreifen, um jetzt meine Wasserflasche mal rauszuholen. Das finde ich ein bisschen unglücklich, dass man da so tief greifen muss. Und man hat auch in dieser Tür nicht sehr, sehr viel Platz. Es gibt zwar eine Unterteilung, 2 Fächer, aber das oberste Fach ist gerade mal so schmal, da kriege ich gerade mal meine Finger rein. Also wirklich sehr, sehr schmal. Ich weiß nicht, was man da hinkriegen soll. Normalerweise habe ich hier natürlich auch immer mal so ein Tuch, um mal zu wischen. Ich habe hier Getränke, ich habe hier vielleicht auch mal einen kleinen Snack, wenn ich hier sitze. Also das Türdesign finde ich nicht wirklich gut. Aber das ist nicht das, was mich am meisten stört. Am allermeisten stört mich in der Tat die Position dieses Sitzes. Ich weiß, das ist beim Camper immer nicht so einfach, weil man ja hier eine Drehsitzkonsole runter verbaut hat und man dadurch automatisch diese 5-6 cm höher kommt. Aber was mich hier wirklich stört, ist die Einstellmöglichkeit dieses Sitzes. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Einstellmöglichkeiten mittels eines kleinen Hubhebels, dass sich dieser Sitz per Hub einstellen lässt. Dieser hier funktioniert mit einer Federung und ich fühle mich, wenn ich hier an irgendeinem Hebel ziehe, wie auf einem Schleudersitz. Das schießt mich vorne raus. Also während der Fahrt hier den Sitz einstellen, Katastrophe. Mach das nicht. Marco hat es gemacht und saß halb in der Scheibe. Absolut. Und ich musste dann von der Seite helfen, den Sitz wieder während der Fahrt runterzudrücken, weil er wirklich einmal nach vorne gesprungen ist. Testet das am besten, wenn das Auto steht und nicht wie wir während der Fahrt. Absolut, ja. Was mich noch stört, ist halt natürlich so diese Beinfreiheit, also die Kniefreiheit. Jetzt hat man hier ja unter anderem den Schlüssel angebracht. Also jetzt sitze ich hier in der Position, wo ich ein bisschen weiter nach hinten sitze. Also ich habe mich ein bisschen weiter hier jetzt mit dem Sitzen nach hinten geschoben, einfach um hier ein bisschen mehr Kniefreiheit zu haben. Normalerweise, ich zeige das mal, würde ich jetzt so sitzen und dann habe ich hier unmittelbar auch Berührungspunkte mit dem Schlüssel. Also den hätte man halt nur ein Stückchen weiter nach oben bringen sollen. Dann hätte ich jetzt hier gar keine Probleme. So stört mich halt in der Tat natürlich hier auch der Schlüssel an der Position. Ja, oder man hätte diesen Schlüssel anders designen können. Ne? Absolut. Da muss man ja Angst haben, den irgendwie abzubrechen. Absolut, aus Versehen. Ja. Ganz genau. Ja, über Schaltung, da kann man sich streiten. Ich muss sagen, das funktioniert sogar bei diesem Fahrzeug relativ gut. In der Regel wünschen wir uns natürlich eigentlich immer ein Automatikgetriebe. Das ist auf jeden Fall ein bisschen netter. Hier in dem Fall funktioniert das aber mit dem Schaltgetriebe ganz gut. Wir haben hier ein 6-Gang-Schaltgetriebe und was hier bei dem Getriebe auch noch oder beziehungsweise in dem Zusatz auch noch sehr, sehr schön ist, man hat hier ein Tempomat mit integriert und das macht dann schon wieder relativ Spaß. Man kann sich zurücklehnen und das Fahrzeug läuft. Apropos läuft. Das läuft so lange, bis man an den Berg kommt, denn wir haben jetzt festgestellt, das Auto ist ein bisschen unterdimensioniert, also der Motor. Was man beim Überholen ehrlich gesagt nicht merkt. Also gab es schon ein paar Situationen, da mussten wir mal ein bisschen schneller überholen, weil Gegenverkehr kam. Absolut. Aber in der Fläche ist es absolut okay. Also
Auf flachem Terrain ist dieses Fahrzeug zu Hause. In den Bergen ist es ein bisschen unterdimensioniert. Also da könnte man denn doch auch die etwas größere Maschine wählen. Ja. So, und dann kommen wir weiter zu den Punkten, die hier nicht wirklich gelungen sind bei diesem Fahrzeug. Was mich unter anderem stört, ist die vordere Ablagefläche. Also generell Ablagefläche. Also die Möglichkeiten, hier Dinge irgendwo hinzulegen, ob es jetzt ein Telefon ist oder was auch immer. Wir haben jetzt hier natürlich unsere Handyhalterung mitgebracht. Aber stellt euch mal vor, ihr habt euer Handy dabei. Man hat hier nirgendwo die Möglichkeit, sein Handy hinzulegen. Diese Ablagefläche, die ist ja wohl absoluter Blödsinn, weil egal was ich da reinlege, rutscht mir einfach nur nach vorne. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die ist ganz gut. Genau, was absolut ein Highlight ist, das habe ich so auch noch nicht gesehen, ist hier diese kleine Halterung. Ich kann die euch mal zeigen, wenn ich sie rauskriege. Zeige euch nachher. Ja. Susi hat gesagt, wir müssen durch die Berge fahren. Man sieht es hier auch gleich. Wir sitzen ja hier im Citroën Jumper und zwar 6-Gang-Getriebe mit 140 PS. Und am Anfang dachte ich so, oh nee, ein Schaltgetriebe muss das sein. Eigentlich lieben wir eine Automatik, aber eigentlich funktioniert das ganz gut. Die Übersetzung stimmt bei dem Fahrzeug. Man kann auch sagen, überall wo es flach ist, merkt man sogar noch nicht mal, dass das Ding 140 PS hat. Also der kommt gut aus dem Pushen. Wenn es allerdings ein bisschen bergig wird, und jetzt werdet ihr es gleich feststellen, dann könnte er mitunter auch ein bisschen mehr Kraft vertragen. Also man merkt schon, der quält sich hier dann gerade so ab 100, quält er sich mit seinen 140 PS schon ein bisschen die Berge hoch. Hast du schon durchgetreten? Ich trete voll durch, wir sind im Kickdown. Ja, und wir kommen noch nicht mal auf 100, also wir sind jetzt bei 70. Aber gut, und wir sind im, 4. Gang. In der Tat, das könnte ein bisschen mehr sein. Es wird gleich sehr kurvig, das stimmt. Ja, dieses Fahrzeug ist ja über 7 Meter und man merkt auch, dass der Arsch ganz schön weit nach hinten hängt. Andererseits ist das sehr schön, denn wir haben auch einen verhältnismäßig kleinen... Was macht Susi für Handbewegung? Scharfe Kurve. Ja, wir sind in einem Fahrzeug über 7 Meter und man merkt es auch, unser Arsch hängt ganz schön raus. Aber was halt ganz schön ist, dieses Fahrzeug hat einen relativ kleinen Wendekreis, haben wir festgestellt. Also wenn man mal einen kleinen U-Turn machen müsste, dann ist das mit diesem Fahrzeug auch kein Problem. Allerdings beim Abbiegen, also wenn man mal eine kleine Kurve fährt oder so, dann sollte man schon drauf achten. Vorsicht, das Heck schwenkt aus. Ja, aber bisher bist du das immer sehr, sehr langsam gefahren. Der Popo schießt rum, ja. Ich glaube, wir hatten nur eine Situation, wo, keine Ahnung, wo wir nicht so richtig aufgepasst hatten, wo wir ein bisschen schneller in der Kurve waren und dann sind uns hinten aber auch ein paar Schränke aufgegangen. Also das müssen wir uns auch noch mal angucken und euch auch mal zeigen. Absolut, ja, weil dann sind wir nämlich natürlich beim Joa Camper-Ausbau. Wir waren zunächst beeindruckt, als wir hier in diesen Camper gekommen sind, denn er ist sehr schön lichtdurchdrungen. Überall finden sich Fensterflächen und Dachfenster und vor allen Dingen auch die Farbkombination bei Joa, die hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also dieser Camper besticht auf jeden Fall mit viel Platz im Innenraum. Und wir wollen bei diesem Video jetzt auch nicht zu viel kritisieren. Es gibt ein paar Kritikpunkte. Allerdings muss man sich auch immer vor Augen führen, dieses Fahrzeug kostet ja jetzt, so wie es hier steht, 58.000 €. Und das ist schon viel Camper für so wenig Geld. Dieses Fahrzeug hier hat 5 eingetragene Sitze. 2 befinden sich da klassisch. Hier befindet sich auch noch ein weiterer Sitzplatz. Und man hat hier eine sehr, sehr große und kuschelige Sitzgruppe geschaffen.
Mittelpunkt dieser Sitzgruppe ist dieser Tisch. Der ist auch in mehreren Ebenen beweglich. Also ich kann ihn hier verrücken. Das Verrücken geht nicht ganz so einfach. Also man merkt schon, es ist natürlich jetzt in dem Preissegment nicht die beste Ausführung, aber wir empfehlen euch das zu machen, wenn der Tisch nicht schon gedeckt ist. Genau. Nichtsdestotrotz, genau, kann man ihn in der Höhe verstellen. Ja. Man kann ihn auch drehen. Ja, das also ist cool. man kann mit dem Tisch hier eine Menge machen. Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, denn das bringt einem natürlich hier auch die Möglichkeit, diese Sitzgruppe für 5 Leute auch wirklich nutzen zu können. Weil wenn ich da hinten in der Ecke sitze und raus will, dann... Genau, ich kann den hier noch weiter rüberrutschen und dann kann ich mich zur Not hier auch in die Ecke setzen. Ja. Also das funktioniert hier ziemlich gut. Ja, soweit ganz bequem diese Sitzecke. Ich muss allerdings die Sitzecke abbauen, wenn ich hier auch die Fahrzeugsitze nutzen möchte. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch mal kurz. Den Tisch kann ich ja relativ einfach verschieben. Und dann muss ich hier das Rückenpolster einmal abmachen. Auch das ist relativ einfach mit Klett und Flausch. Da kann man nicht meckern. Allerdings hier drunter befindet sich jetzt gleich ein Punkt, über den ich sehr meckern möchte. Und der mir überhaupt nicht gefällt. Denn die Konstruktion hier dieses kleinen Brettes ist mal alles andere als gut gewählt. Ich habe hier lediglich 4 Beschläge dran. Ich kann das Ding hochklappen. Und dann habe ich hier keine Möglichkeit, dieses Brett zu befestigen. Es ist halt einfach eine klapprige Nummer. Und um die Plätze zu nutzen, muss ich es hochklappen. Denn hier sitzt mein Gurtsystem. Wir hatten es ja schon kurz gesagt. Alle Plätze haben die 3-Punkt-Gurte und es ist aber irgendwie nur eine Notlösung. Was anderes kann man hier nicht zu sagen, denn bequem ist es? Ich sitze nicht gut. Ich sitze wirklich nicht gut. Man sitzt ein bisschen zu gerade. Und was mich noch mehr stört, ist in der Tat das Polster. Also man merkt auch hier, dass an den Polstern gespart wurde. Denn dieses Polster ist einfach viel zu weich. Es ist ja relativ leicht rauszufinden, ob so ein Polster zu weich ist oder nicht. Dieses Polster, auch wenn es jetzt hier auf den ersten Blick sehr weich wirkt, fühlt sich für mich, wenn ich sitze, sehr hart an, denn ich spüre die Platte drunter. Also das Polster drückt sich so sehr durch, dass ich unten die Platte spüre, wo das Polster aufliegt. Und dann weiß ich schon immer, aha, das Polster ist eigentlich, zumindest für den Zweck, viel zu weich. Also für kurze Fahrten okay, aber für längere Touren... Ich weiß noch nicht mal, ob es für einen Kindersitz geeignet ist, denn also man sitzt in der Tat nicht gut. Mhm. Also man sitzt halt viel zu gerade und wenn du mal siehst, hier fehlt mir natürlich auch ein bisschen Polsterfläche unter den Beinen. Also hier ist so eine Handbreit zu wenig Platz. Normalerweise müssten meine Beine so liegen. Das ist definitiv eher eine Notlösung und ein Kompromiss. Und Isofix gibt es hier auch nicht. Also Isofix gibt es auch nicht. Ich setze mich mal kurz auf die andere Seite und nehme hier mal den Anschnaller. Und hier sitzt es sich auf jeden Fall schon bequemer. Denn man sieht, hier habe ich auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Auflagefläche unter den Beinen. Weitaus besser. Allerdings die Klapper-Variante, ne, die bleibt hier. Das hätte man auf jeden Fall anders nicht besser nur klappern, ne? Da fährst du mal eine scharfe Kurve und dann bumm. Dann kommt dir das gleich auf die Beine. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Man hätte es hier auch relativ einfach mit einem Gummiband oder sowas lösen können. Ja. Also das ist wirklich eigentlich nur eine Notlösung. Ja, apropos Notlösung, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt, dass man dieses Fahrzeug mit 5 Leuten in der Theorie nutzen könnte, denn hier sind ja 5 eingetragene Sitzplätze und 5 Schlafplätze, dann würde ich auch sagen, dass es eher ein Kompromiss ist. Also ideal wäre es für 3 Personen, denn es fehlt auch ein bisschen Staufläche für 5 Personen und das zeigen wir euch gleich mal. In der Sitzgruppe sind zusätzlich nochmal Staufächer hier unter dem Hubbett integriert. Das ist auch ganz spannend. Die fahren zusammen mit dem Hubbett auch runter. Ja, von der Staufläche könnte es natürlich ein bisschen mehr sein, weil hier natürlich auch sich die Technik von dem Hubbett hinter verbirgt. Was hier ein ganz spannendes Detail ist, hier sieht man mal so ein bisschen auch die Qualitätsstufen. Denn was mir sehr, sehr gut gefällt, sind die Heflebeschläge. Die haben nämlich eine integrierte Druckfeder. Also die
halten eigenständig oben und sie verschließen sich auch eigenständig. Allerdings, was mir nicht so gut gefällt, sind diese Verschlüsse. Und hier sieht man auch noch mal ein kleines Verarbeitungsdetail. Hier sind die Dübel direkt neben der Seitenwand. Natürlich müssten die normalerweise in der Seitenwand sitzen. Das hat hier allem Anschein nach nicht ganz so ideal gepasst. Und das soll auch nicht die Stütze sein, damit er links nicht wegrutschen kann? Nee. Okay. So ist das eigentlich nicht mit Dübeln. Ja. Ne? Und hier sieht man jetzt auch noch mal ganz kurz diese kleinen Moosgummiteile. Die wurden im Nachgang mal hier rangeklebt, nehme ich an. Denn es klappert ein bisschen. Man hätte das ein bisschen geschickter lösen können. Es ist natürlich jetzt eine günstige Variante. Gegen diese kleinen Verschlusssysteme habe ich gar nichts. Die finde ich eigentlich sehr, sehr charmant. Aber genau hier hätte man so ein kleines Gummi integrieren können. Denn wären diese Klappen natürlich auch bedeutend weniger klapperanfällig und würden ein bisschen besser verschließen. Auf der anderen Seite gibt es nochmal eine kleine Verstaumöglichkeit. Allerdings fragt man sich an diesem Fach, warum hat man da nicht die gleiche Größe gewählt wie auf der anderen Seite? Hier hat man noch so viel Fläche, das hätte alles ja ein Riesenfach werden können. Jetzt ist es hier so ein kleines, publiges Fach. Ist ein bisschen verschwendeter Platz, würde ich sagen. Also es wäre schöner gewesen, wenn man das auch wirklich hier über diesen gesamten Sitzbereich gezogen hätte. Ja, Denn aber gerade in dem Bereich ist ja nun Staufläche gar nicht so verkehrt. Aber guck doch mal, da an der Wand, da ist doch noch diese tolle Halterung. Du meinst diese neckische kleine Halterung? Ja, die ist natürlich Die immer im Weg war. zuckersüß. Wenn wir das Bett nach unten geschoben haben, mussten wir da immer die Hälfte wieder rausnehmen. Ja, aber nur weil wir sie vollpacken. Ja, aber in der Theorie sind solche kleinen Organizer natürlich sehr, sehr schön. Mir gefällt das eigentlich sehr, sehr gut, dass man hier auch nochmal zusätzlich die Möglichkeit hat, ein paar Zeitungen, Prospekte, was auch immer unterzubringen und sie nicht unbedingt zwangsläufig hier verstauen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte mir hier einfach ein bisschen mehr Fläche gewünscht, denn gerade hier im Bereich des Tisches, man kann ja hier nochmal ganz viel Krams, Essen unterbringen, man kann hier sein Geschirr unterbringen. Man kann hier halt einfach viele Sachen unterbringen, die man halt auch wirklich hier vorne in diesem Bereich braucht und nicht unbedingt jetzt ums Auto hinten an die Heckgarage gehen möchte oder sie halt einfach aus dem hinteren Bereich holen will. Hier vorne wäre es nochmal schön gewesen und dieser Platz hier ist einfach wirklich verschwendet. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass dieses Fahrzeug sehr schön lichtdurchflutet ist. Das liegt natürlich auch mitunter an diesem Fenster, was hier im vorderen Bereich ist. Andererseits finden wir diesen vorderen Bereich auch ein bisschen verschwendet. Schöner wäre es gewesen, wenn hier irgendwie das Hubbett mit integriert wäre, dass man hier im vorderen Bereich liegt und aus dem Fenster geguckt hätte oder ich weiß auch nicht, irgendwas anderes mit diesem Bereich gemacht hätte. Jetzt haben wir hier einfach mal die wichtigsten Elemente verstaut. Hier ist nochmal so eine kleine Ablagefläche rumgezogen, aber ob man die wirklich braucht? Naja, wir haben da jetzt Mützen und Schals, ne, wo man, wenn man mal schnell aus dem Auto rausspringt, hingreift. Absolut. Aber in der Tat, das ist ein bisschen verschwendeter Platz über dem Fahrerbereich. Genau. Das Fenster kann man übrigens auch schließen. Da ist nochmal ein extra Rahmen rumgebaut, der einem die Möglichkeit für einen Mückenschutz und eine Verdunklung anbietet. Auch da kann man jetzt drüber diskutieren und drüber streiten, ob man das ganz gut findet mit diesen gefalteten Varianten oder ob man diese Rollo-Varianten schöner findet. Ich persönlich finde diese Rollo-Variante ein bisschen schöner. Ich habe hier nicht diesen Faden, der hier durchgeht, wo überall nochmal diese kleinen Öffnungen drin sind. Diese Rollo-Variante ist immer nochmal leichter abzuwischen. Und ich finde halt natürlich diese gefaltete Variante fühlt sich so ein bisschen an wie Pappe Stoff. Ist natürlich auch etwas anfälliger als dieses Verdunklungssystem mittels des Rollos. Aber es ist halt Geschmackssache und wahrscheinlich auch ein Kostenthema. Marco versucht jetzt mal das fünfte Bett ist es. Das 5. Bett zu bauen. Vielleicht ja auch das charmanteste Bett, wenn man weiß es nicht. Oh nein. So. Dann muss ich auch hier an den Hebel da unten dran. Okay, und jetzt kann ich sie noch verrücken. Soweit sieht das ja ganz gut aus. Und jetzt ist ja die Frage, welche Polster sind denn dafür überhaupt da?
Ein bisschen Tetris hier. Ja, das ist ein bisschen Tetris. Was haben wir hier eigentlich? Was verbirgt sich denn eigentlich unter dieser Kiste? Der Wagenheber. Aha. Gut Okay, zu hier habe ich wissen. nochmal Platz und hier drunter ist der Wagenheber. Allerdings, wir haben ja beim Fahren auch immer so leichte Klappergeräusche festgestellt, überall beim Fahrzeug. Und Jetzt weißt du auch woher. man weiß auch woher jetzt, ja. Aber eigentlich hauptsächlich von dem Hubbett, muss ich sagen. Das kann sein, ja. Wie rum muss es denn so, ne? Ja. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein Schlafblech hinkriegen. Dun, 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 dun. Und wofür sind die Stützen gewesen? Ja, die sind, glaube ich, um das hier nochmal abzustützen. Das könnte ich mir vorstellen, dass die hier nochmal runterkommen. Die Stützen sind hier, um den Tisch nochmal abzustützen. Ne? Genau, dann habe ich hier... Das muss ich sogar im Vorfeld machen. Ah. Hat wahrscheinlich noch nie einer aufgebaut. Jetzt müsste ich den mal weiter rausschauen. Ja, ratzfatz würde ich sagen. Und dann ist es vielleicht dieses Polster und dieses Polster. So. Nein, ja noch das gar kann nicht. ja eigentlich auch nicht sein. Nee, guck mal, die Stützdinger kannst du noch tiefer stellen. Der Tisch Aber den hier- Tisch kann ich nicht noch tiefer stellen. Nee, aber unten die Füße kannst du noch eindrehen. Das stimmt, aber der Tisch ist schon auf der Maximalhöhe. Also klar, hier kann ich noch weiter runter. Wobei, das passt ja schon ungefähr, ne? Das Ja. Niveau ist ungefähr das gleiche. Aber wie gesagt, der Tisch geht nicht weiter runter. Der ist ganz unten. Okay. Kleine Lücke haben wir noch. Vielleicht macht man denn da das Brett auch wieder runter? Von der Sitzecke, meine ich. Guck mal. Ja, das könnte man noch mal probieren. Genau. Oder die sagen sich, das ist halt einfach ein Kinderbett. Oh, da ist immer eine Lücke. Es ist wirklich Tetris. Das ist nicht selbsterklärend. Nein. Und so rüber schlafe ich auch nicht. Ist dieses eigentlich hier? Das irgendwer hat es mal angeklebt. Aber hier sind, Theoretisch wäre es auch ablösbar. ja. Das lassen wir aber. Okay, aber dann sind wir hier einfach nur vermutlich ein bisschen zu doof für. Das wäre furchtbar, wenn es so gemeint ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so gemeint ist, aber es ist furchtbar. Das kann nicht so sein. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, die verrutschen auch noch mal ordentlich. Und der Fuß ist gerade abgegangen. Auch das noch. Oh nein. Okay. Ja, also da kann man sagen, das kann nicht die Lösung sein, aber das müsste uns der Hersteller mal aufzeigen. Aber da würden sogar 1,5 hinpassen, wenn das eine gute Liegefläche wäre. Aber Ja. mit so viel Einzelteilen. Das kann nicht das Bett sein, das stimmt. So, Marco hat's rausgefunden. Richtig, so muss man natürlich schlafen. Ich habe gehört, Beine hoch soll auch manchmal gesund sein. Gerade für Ältere ist das. Natürlich muss das Herz weniger arbeiten und so, das ist schon. Aber ist das vielleicht einfach nur noch ein Kinderbett? Ich vermute mal. Das müssten wir uns mal beim Hersteller angucken, wie die das meinen, weil ganz ehrlich, also
Anständig bekommt man hier, glaube ich, keine 5 Betten hin. Wir haben jetzt mit den Polstern ein bisschen rumgespielt und sie hin und her geschoben, aber die Polster haben ja noch unterschiedliche Höhen. Entsprechend ist das gar nicht möglich, glaube ich. Aber was mich wundert, ist, warum man dann extra Stützen für diesen Tisch hat, also dass man den ganz runterstellt. Ja. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Vielleicht nimmst du dir einfach noch eine Matratze zusätzlich mit und die kannst du dann hier hinlegen. Und dann sollte es auch kein Problem sein. Weil aber hier mit allein dieser Spalt hier zwischen dem Tisch und der Fläche da drüben, also es ist schon merkwürdig. Es ist schon merkwürdig. Es ist wahrscheinlich eher Marketing und weniger realisierbar. Aber wir haben ja auch schon gesagt, 5 Leute ist hier eh sportlich. Das ist eh so eine Notsitzvariante und vom Platz würde ich auch sagen, es ist eher für 3 bis vielleicht 4. Oder 2 Erwachsene, 2 Kinder. Genau, 2 wäre Kinder. Wahrscheinlich die ideale 2 Kombination. Kinder oben wäre gut, aber da muss ich sagen, ehrlich, es ist an der Realität vorbei. Die Kinder gehen meistens früher ins Bett, besonders wenn sie kleiner sind. Und du willst halt hier noch sitzen. So, und dann würdest du die Kinder eher nach hinten legen, den Vorhang zumachen, damit du hier noch abends sitzen kannst. Und wenn jetzt die Kinder da oben schlafen sollen, also wir haben gestern versucht, Lotti nochmal umzubetten, als sie schon geschlafen hat. Ja, hat nicht funktioniert. Und was dann nämlich auch nicht funktioniert, ist das Lichtkonzept hier. Also angenommen, die Kinder würden hier schlafen und die Eltern würden dann ihren Abend drüben verbringen, funktioniert das halt einfach nicht, weil man das Licht oben nicht ausbekommt. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie sich der Hersteller hier das mit dem Licht vorgestellt hat. Die Idee ist ja ganz schön, dass die Lampen automatisch an- und ausgehen, denn es ist in der Theorie so, ich habe einen Hauptschalter, ich kann das gesamte Licht ausschalten oder ich kann einfach die Lampen anmachen, indem ich das Bett runterfahre, dann geht automatisch oben das Licht an. Der Nachteil ist, da ist kein Schalter, um es wieder auszumachen. Und das zeigen wir euch auch gleich mal. Ja, was mir richtig gut gefällt, ist die Position des Wassertanks und der Druckpumpe. Die sitzt nämlich genau hier und sollte die mal kaputt sein, kann ich die auch problemlos austauschen. Ich komme hier super an den Wassertank ran. Ich kann hier perfekt warten. Ich habe hier auch den Ablauf, um das Fahrzeug dann nochmal für den Winter flüssigkeitslos zu machen. Also das gefällt mir hier richtig gut. Super Zugänglichkeit zu allen Komponenten bezüglich des Wassersystems. Ja, der Abwassertank befindet sich bei diesem Fahrzeug ja unterm Auto, aber man hat von innen auch die Möglichkeit, an den Abwassertank ranzukommen. In dieser Variante ist es sogar ein Abwassertank mit einer Heizung. Und ich kann hier von oben halt auch nochmal den Abwassertank dann reinigen und so weiter. Das ist auch auf jeden Fall recht praktisch. Ja, und wo wir schon bei Zugänglichkeit der Technik sind, hier unter dieser kleinen Sitzbank, da verbirgt sich der gesamte Elektrikblock und ist natürlich auch hervorragend zugänglich. Ich komme hier an alles ran. Es ist immens viel Platz da. Hier in dieser Basisvariante ist leider nur eine 90 Ampere Gelbatterie verbaut. Und mit einer 90 Ampere Gelbatterie, das könnt ihr euch ausrechnen, da kommt ihr nicht weit. Wir haben einen Abend gestanden, hatten die Standheizung an und die Batterie ist dann, wenn man noch Licht und so weiter anhat, relativ schnell leer. Man kann dem Display sogar dabei zugucken, wie sich die Batterie entleert. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der hier beim Fahrzeug nicht ganz so gut ist. Das ist nämlich in der Tat die Batterieanzeige. Ganz kurz noch hierzu. Wer sich so ein bisschen auskennt, für den soll das auch kein Problem sein, denn ich kann hier das ganze Fahrzeug ja vollballern mit Batterien. Ich würde mal sagen, hier passen noch locker 300, 400 Ampere Lithium-Akkus rein. Also in der Theorie kann ich das Auto hier auch so ausrüsten, dass ich nie wieder Landstrom brauche. Nie wieder? Jetzt übertreibst du aber. Ja, hinter diesem wundervollen Display würde man einen Bordcomputer vermuten. Leider ist es irgendwie alles andere als ein Bordcomputer. Ich habe hier zwar Anzeigen für mein Grauwasser, für mein Frischwasser, für den Strom bzw. Batterieleistung. Ich habe hier nochmal einen Hauptschalter für die Druckpumpe.
einen Hauptschalter fürs Licht und einen Hauptschalter fürs Equipment. Aber was die Anzeigefähigkeit angeht, ist es doch echt sehr, sehr beschränkt. Denn dieses Display zeigt leider nur in Viertelschritten an. Also ich sehe hier, ob ich jetzt ein Viertel Grauwasser habe, die Hälfte voll mit Grauwasser, 3/4 voll mit Grauwasser oder ob der Tank voll ist. Das gleiche ist leider auch so bei dem Frischwasser. Also ich sehe nicht wirklich eine Unterteilung, wie viel Frischwasser habe ich noch im Tank. Für uns war es extrem schwer nachzuvollziehen, wie viel Wasser haben wir noch, wie lange kommen wir damit aus. Und noch schlimmer, und das finde ich schon fast grenzwertig, ist die Anzeige für den Strom. Jetzt in dem Fall zeigt er uns hier an, dass wir an Landstrom angeschlossen sind. Dafür ist die Anzeige auch sehr, sehr gut. Aber wenn wir im Batteriemodus sind, dann zeigt dieses ganze Gerät hier leider nur die Voltzahl. Also ich sehe hier, dass meine Batterie eine Spannung von 12,6 Volt hat, aber das gibt mir keinen Rückschluss darauf, wie viel und wie lange kann ich eigentlich jetzt hier noch autark unterwegs sein. Dafür brauche ich so einen Computer eigentlich nicht. Ist das nicht auch ein bisschen schlecht für die Batterie? Also wenn ich jetzt zu sehr entlade bei der Batterie, die hier eingebaut ist, oder ist das egal? Das kommt drauf an, was ich noch an zusätzlichen Komponenten verbaut habe, ob ich noch einen Batteriewächter habe, der darauf aufpasst, ob die Batterie tiefenentladen wird. Wenn ich Lithium verbaut habe, ist es relativ egal. Die kann ich ja bis zum Ende leer lutschen. Jetzt bei der Gelbatterie, ich weiß gar nicht, ob da jetzt nochmal ein Batteriewächter hinter verbaut ist. Aber in der Theorie gebe ich dir völlig recht, man sollte natürlich jetzt eine Eisen- bzw. Bleibatterie oder eine Gelbatterie nicht komplett leer lutschen. Das stimmt. Und dafür ist diese Anzeige dann natürlich immer relativ schlecht, weil wer weiß schon, wie lange habe ich dann noch Strom, wenn mein Strom jetzt unter 12 Volt fällt. Also da bringt mir so eine Anzeige nicht viel. Ich kann da ja auch einstellen, ob die Wasserpumpe anspringt oder nicht. Das ist der Hauptschalter für die Druckpumpe, genau. Ja. Generell ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, einen Hauptschalter für eine Druckpumpe zu haben. Denn sollte ich mal eine Leckage, einen Defekt in meinem Druckwasserpumpensystem haben, würde die Druckpumpe ja die ganze Zeit Wasser pumpen, um wieder diesen Druck herstellen zu wollen. Also als Beispiel von dem Wasserhahn fällt mir jetzt hier der Warmwasserschlauch ab. Und schon würde die Druckpumpe einen Druckverlust merken und würde die ganze Zeit Wasser pumpen. Im Zweifel dann hier einfach in meinen Unterschrank und ich würde es nicht feststellen. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr sinnvoll, hier auch die Druckpumpe nochmal über den Hauptschalter an- und ausschalten zu können. Direkt neben dem Display habe ich meine Truma Kombi-Anzeige und ich weiß, die sind ja bei diesen Truma Kombi-Geräten, also Heißwasser und Heizung, immer relativ identisch. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Ich hatte vorher noch nie eine Truma Kombi und ich sage euch ganz kurz, wieso. Wir sind so oft rausgerannt und das Ding war noch an, weil man sieht es gar nicht so richtig. Wenn ich das Teil jetzt hier anschalte, dann leuchtet das hier irgendwann mal in einem kleinen, dezenten Grün. Und ob das Ding jetzt an ist oder nicht, also ich finde es halt relativ schwierig wahrzunehmen. Und deswegen haben wir leider diese Standheizung häufig einfach angelassen, obwohl wir gar nicht im Fahrzeug waren. Das war bei unserem alten Gerät bedeutend besser. Man hat ein großes LED-Display, was einem anzeigt, alles klar, Standheizung oder Wasser ist an. Bei dem Teil finde ich es relativ schwierig, denn man sieht es kaum. Und man hört die auch nicht. Also zumindest kann ich ja einstellen, ob ich zeitgleich auch das Wasser erhitzen will. Das finde ich ganz praktisch. Ja, und das finde ich auch praktisch. Das ist ja auch generell schön. Aber ich hätte mir jetzt hier einfach nochmal eine große leuchtende LED gewünscht, die mir sagt, alles klar, das System ist an. Weil dieser kleine grüne Punkt, guck mal, jetzt ist er hier auch so ein bisschen verdreht und die LED ist unter diesem Balken. Ich sehe es kaum. Also das finde ich ja ein bisschen schlecht. Tja, dann kommen wir nochmal zum Radio, ne? Aus dem gleichen Hause wie der Bordcomputer. Uns hat dieses Radio überhaupt nicht gefallen. DAB ist nicht angeschlossen, Navigation ist nicht angeschlossen. Das Radio ist vermeintlich für die Rückfahrkamera angeschlossen. Die funktioniert auch ganz gut, aber das Radio, das ist halt echt Tinnef. Es gibt hier keinen Suchlauf. Man muss hier manuell die Sender suchen. Theoretisch könnte dieses Radio automatisch diese Radiosender, die hier oben angezeigt werden, suchen. Allerdings, wenn man sie anklickt, dann
treffen den nicht immer. Also manchmal hat man auch Störgeräusche wie hier, die beiden, die sind nicht richtig getroffen. Also dieses Radio kann leider nicht viel, da würde ich als allererstes ein anderes Radio einbauen. Ich habe hier noch einen Equalizer und ansonsten, ja, wird mir nicht viel angezeigt. Was mich nervt, ist halt auch die Ansicht, wenn man hier im Fahrzeug sitzt und es ist dunkel draußen, denn hier unten, die untere Reihe leuchtet leider nicht. Du tippst alles, aber du triffst nicht das, was du treffen willst. Man trifft leider dann im Dunkeln nicht Plus und Minus, aber genau, es wird halt eigentlich primär wahrscheinlich dafür genutzt. Und ich kann es jetzt nochmal kurz zeigen, um die Rückwärtskamera dann halt auch zu nutzen. Und da muss man sagen, okay, das Bild ist auch ganz okay, man kann damit leben. Das ist ein bisschen sehr Fischaugenoptik und man sieht die Ränder vom Fahrzeug hier ganz leicht angedeutet. Was ich persönlich ein bisschen schöner gefunden hätte, wäre, wenn man noch ein bisschen mehr vom unteren Bereich gesehen hätte, die untere Abschlussleiste vielleicht vom Auto. Ich hätte gar nicht so viel nach hinten blicken müssen, aber gut, das ist am Ende natürlich auch nur eine Einstellmöglichkeit von der Rückfahrkamera selber. Ja, Radio können wir nicht empfehlen. Richtig cool, und wir hatten es ja auch schon gesagt, finde ich diese kleine neckische Halterung für ein Tablet oder nochmal eine zusätzliche Karte. Oder falls dem Beifahrer zu langweilig ist. Oder falls dem Beifahrer zu langweilig ist. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lösung. Das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Und man kann das jetzt auch mit dem Autoradio verbinden und hat den Ton dann übers Autoradio. Das stimmt. Und wer diesen lustigen Film nicht kennt, ne? Ich verlinke euch das oben nochmal. Hier unterm Auto befindet sich noch ein weiterer Abwassertank bzw. unser Urintank, denn wir haben in unserem Auto ja... Ja, hier im Eingangsbereich befindet sich eine der 2 Steckdosen. Das müssten auf jeden Fall mehr sein. 2 sind eigentlich echt zu wenig. In dieser Fahrzeugvariante ist kein Wechselrichter verbaut und die Steckdosen funktionieren in dem Fall nur mit einem Landstromzugang. Darüber befindet sich der Hauptschalter. Genau an diesem Schalter kann ich hier den gesamten Strom vom Fahrzeug ausschalten. Und ich habe hier neben nochmal 2 Beleuchtungsvarianten, um hier unterschiedliche Lichtquellen im Fahrzeug an- und auszuschalten. Hier neben habe ich nochmal meine kleine Trittstufe, die ich ein- und ausfahren kann, und die Außenbeleuchtung. Der Küchenblock beim Joa Camper ist ein bisschen kleiner ausgefallen und Susi würde sagen, das ist Sparflamme. Denn man hat hier einen riesengroßen Kühlschrank verbaut, aber diese Fläche doch verhältnismäßig klein gestaltet. Und das sieht man ganz eindeutig zum Beispiel bei dem Dometic Gaskocher. Hier ist nämlich der 2-Flammen Dometic Gaskocher verbaut. Und ich sag mal, wenn ich mit 5 Leuten unterwegs bin, dann... Allein mit 3 Leuten ist es schon klein. Wir machen ja immer ein ganz leckeres Frühstück unter anderem. Nutzen wir da zum Brötchen aufbacken unseren Omnia. Also alle, die den Omnia nicht kennen, das ist der Backofen unter den Campern. Und ich packe den mal hier ganz kurz auf den Gaskill drauf. Oh, jetzt möchte ich aber auch noch ein bisschen Rührei dazu essen. Susi liebt ja Rührei dazu. Und deswegen machen wir jetzt nochmal zusätzlich zu unseren Brötchen ein kleines Rührei. Ach, machen wir doch nicht, denn es passt leider nicht. Ach Mann, oh. Es passt leider nicht. Nee, tut mir leid. Also Omnia und Pfanne passt nicht. Und oder nacheinander. Genau, und wenn ihr jetzt mal denkt, ihr macht jetzt für eure Kiddies mal einen großen Pot mit Nudeln, der würde da sitzen und daneben wollt ihr noch mal ein bisschen irgendwas anbraten. Es ist halt einfach echt ein Kompromiss und aus meiner Sicht ein bisschen zu klein. Dafür hat man natürlich ein großes Waschbecken. Wobei ich finde die Waschbeckengröße eigentlich genau richtig. Was ich ein bisschen ungünstig finde und auch jetzt hier in diesem Camper-Konzept das erste Mal merke,
Hier wurden handelsübliche Wasserhähne verbaut. Also das ist ein richtiger Wasserhahn in Metall. Schön. Ja, ist wunderschön. Wir haben in unserem Camperkonzept halt einen Campingwasserhahn genutzt. Und unter anderem ist der Unterschied zwischen einem Campingwasserhahn und hier diesem wunderschönen haushaltsüblichen Wasserhahn der Durchfluss, also der Wasserverbrauch. Hier fließt viel mehr Wasser durch als bei so einem Campingwasserhahn. Wenn ich hier aufdrehe, dann habe ich halt gleich einen richtig dicken Wasserstrahl. Entsprechend ist natürlich auch mein Wassertank viel schneller alle. Aber man könnte ja jetzt so einen Sparaufsatz irgendwas ranmachen. Aber muss man sich dann halt selber nochmal drum kümmern. Muss man sich selber drum kümmern. Hätte man im Vorfeld vielleicht schon mal machen können, ist jetzt natürlich auch, wenn man immer auf einem Campingplatz ist, überhaupt kein Problem, denn auf dem Campingplatz komme ich ja auch relativ schnell an Wasser ran. Wenn ich so ein bisschen autark unterwegs sein möchte, dann würde mich das schon ein bisschen stören. Ja, apropos ein bisschen stören, lass uns mal kurz zu diesen wundervollen und riesigen Schubladen kommen, denn das ist wirklich, ein Platzluxus, den man sich hier gegönnt hat. Da können sich andere eine Scheibe abschneiden. Aber, und jetzt kommen wieder die Kritikpunkte, die Qualität dieser Schubladen ist leider doch eher unterirdisch. Unter anderem die Rückseite dieser Schublade, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Ich zeig's euch mal. Ja. Tschüss. Die ist leider echt tief gezogen. Der ganze Schubkasten ist relativ tief. Also die Seitenwangen und das rückwärtige Teil ist leider zu tief. Also es fallen hier Sachen einfach runter. Gerade wenn man das jetzt hier einfach mal so zuschiebt, dann fallen die entweder ins nächste Fach oder halt ganz unten auf den Boden. Und das hätte man einfach besser lösen können. Die Vorgänger, die dieses Fahrzeug vor uns schon gemietet haben, die haben hier auch schon in die Front ein paar Schrauben reingeschraubt. Denn allem Anschein nach ist diese Schublade so groß, dass sie halt auch dann nicht nur klappert und wackelt, sondern auch ganz gerne auseinanderfällt. Also hier hätte man definitiv ein bisschen höhere Qualität, einen etwas höheren Standard wählen sollen und können. Da sind wir auch ein bisschen unzufrieden. Und um dieses bisschen unzufrieden nochmal zu toppen, ich finde, das Schlimmste, was während einer Fahrt passiert, ist, dass die Schubladen aufgehen. Und was soll ich euch sagen? Fauxpas vor den Herren. Wir sind hier ein-, zweimal in die Kurve gegangen und leider sind die Schubladen rausgekommen. Also auch diese Verschlüsse schaffen es leider nicht, die Schublade am ungewollten Öffnen zu hindern. Und das ist natürlich irgendwie ein absolutes Unding. Entweder kann man da nichts reinpacken, ne, oder man muss sich halt zusätzliche Verschlüsse an den Seiten noch nachträglich ranbauen. Das geht gar nicht. Also wie gesagt, dass sich hier Klappen oder Schubkästen während der Fahrt öffnen, ist ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Das ist ja auch mitunter sicherheitsrelevant. Also von daher, da muss man auf jeden Fall ran. Vielleicht als dezenten Hinweis. Aber natürlich, es ist natürlich auch immer ein Kompromiss und eine Preisfrage. Denn wenn ich mir hier diese kleinen Verschlüsse angucke, hier der ganze Schließmechanismus ist halt einfach nur in Plastik, also in Kunststoff. Und hier mein kleines Schließblech ist auch nur in Plastikschließblech. Ja, also es ist halt einfach ein Kompromiss. Ist halt so. Hier unten übrigens ist ein Fach, wo sich Susi und ich uns gefragt haben, naja, ist das nicht auch ein bisschen Platzverschwendung? Ich weiß, darunter läuft jetzt natürlich auch eine Menge Technik und Schläuche und Kabel lang, aber trotz alledem hätte man hier ja zumindest auch nochmal einen halben Auszug, also eine halbe Tiefe nutzen können, um hier auch nochmal... Oder man hätte das teilen können, dann machst du links nur einen Auszug und rechts eine Klappe. Genau, nochmal, dass man hier nochmal eine Mittelwand, einen Mittelsteg gesetzt hätte und dann nochmal einen kleinen Auszug gehabt hätte. Also ja, das ist wahrscheinlich auch aufgrund des Preises ein Kompromiss. Wo kein Kompromiss eingegangen wurde und so ein Kühlschrank, den haben andere nicht zu Hause, ist der Kühlschrank. Also der ist auf jeden Fall riesig und natürlich auch dafür verantwortlich, dass unsere Küchenzeile so schmal geworden ist. Ich persönlich hätte mir lieber einen kleineren Kühlschrank gewünscht und dafür ein größeres Kochfeld. Aber na gut, man kann sich ja nicht alles wünschen. Aber bei 5 Leuten ist das eine echt gute Größe. Es ist eine gute Größe. Für 3 ist er überdimensioniert, den Platz haben wir nicht gebraucht.
Ganz genau. Und dann, ne, wieder muss ich ja jetzt nicht mit dem Hersteller, sondern mit Dometic schimpfen. Guck mal, wir haben jetzt hier einen kleinen Sicherheitsverschluss extra bei diesem das Teaserband dort. Kühlschrank integriert. Und wir haben ja schon mal einen Dometic-Kühlschrank bei uns zu Hause getestet. Wer das Video nicht kennt, ich kann es euch nochmal verlinken. Aber ich finde, das sind auch so absolute No-Gos, die Dometic hier macht. Ich bin immer fassungslos gerührt, dass die echt sowas verbauen können. Wieso hast du jetzt die ganze Tür in der Hand? Ich habe die ganze Tür in der Hand, weil die Tür hier nur so eingeklipst ist. Ja, die ist hier nur eingeklipst und man muss dann hier in der Theorie doll ziehen. Hat den großen Vorteil, dass ich sie zu beiden Seiten öffnen kann. Das ist natürlich schon cool. Allerdings hat man hier, und ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, wenn ich den anderen Hebel hier mal kurz rauslöse. So. Denn hier ist eine absolute Sollbruchstelle. Hier ist ein ganz kleines Plastik. Wenn ihr das hier seht, das hier, von hier unten kann man es, glaube ich, noch besser sehen. Also das ist auf der anderen Seite schon rausgebrochen. Und dieses kleine Plastikstück ist dafür verantwortlich, ob die Tür hält oder nicht. Und wenn ich hier an dieser Tür so reiße, dann ist hier ein absoluter Druck drauf, ganz logisch. Also wie kann ich das hier nur mit so einem kleinen Kunststoffsteg lösen? Wenn du die andere Seite mal filmst, dann siehst du, dass das Stück da rausgebrochen ist und das ja schon nach sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, So, jetzt hört ihr auch gleich, was passiert, wenn der zu lange auf ist. Genau, der Kühlschrank fängt jetzt an mit uns zu meckern, weil er zu lange auf ist. Das ist allerdings eine sehr gute Funktion, Ja, weil gerade für Susi. die Tür zieht sich nämlich nicht selber ran bei diesem Kühlschrank. Und dann ist es mir ganz oft passiert, dass ich dachte, der ist zu und er war gar nicht zu. Genau, gerade für Susi eine super Lösung, dass sich der Kühlschrank da bemerkbar macht. Wieso denn nur für mich? Ja, weil du... Weil du nie in den Kühlschrank gehst, ne? Naschkatze. Ganz genau. So, wir unseren Superverschluss drüber machen und dann können wir das ganze Ding auch schließen. Wobei ich kann hier noch mal ganz kurz das Gemüsefach unten zeigen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ein großer Kühlschrank. Echt Luxus, was hier verbaut wurde. Allerdings da in der Seitentür, machst du es nochmal auf. Da ist auch schon was rausgebrochen. Also unten ist noch so ein Fach gewesen, das ist bei der vorherigen Benutzung auch schon rausgebrochen. Also so. Ja, die Qualität muss so ein ist bisschen leider, aufpassen hier. Die ne? Qualität ist leider ein bisschen schlecht. Man kann den ganzen Kühlschrank hier auch verriegeln, was auch ganz gut ist. Während der Fahrt wird er zugemacht. Der Kühlschrank funktioniert natürlich wie fast alle Kühlschränke, die im Camper verbaut werden, sowohl mit Gas als auch mit Strom oder mit Batterie. Also ich kann den hier in den 3 Modis nutzen. Ich habe hier oben nochmal die Einstellmöglichkeiten. Aber es ist, was soll ich sagen, es ist ein klassischer Dometic-Kühlschrank. Also da kann man nur mit Dometic über die Qualität schimpfen. Ja, auch hier hinten im Küchenbereich ist wieder ein Fenster verbaut mit einem vorgebauten Rahmen, wo ich auch die Möglichkeit habe, wieder hier entweder den Fliegenschutz oder die Verdunklung hochzufahren. Aber auch hier in dem Bereich würde ich mir lieber was Abwischbares wünschen, denn wir haben bei unserem Camper auf jeden Fall festgestellt, dass gerade im Bereich der Küche hier die Flächen doch ab und zu mal abgewischt werden müssen. Da ist immer doch ein bisschen so ein leichter Fettnebel drauf und so. Und wenn man das jetzt hier wirklich zu hat, dann ist sowas natürlich sehr undankbar, um das sauber zu machen. Das sieht man dem hier auch leicht an. Also der Camper ist ja neu, relativ neu, und der hat hier schon so ein paar schmuddelige Gebrauchsspuren, die man hier aus diesem Bereich auch nicht wirklich wegbekommt. Küche ist halt einfach Arbeitsbereich. Und was ist das hier noch? Deko? Ja, das ist natürlich ein kleiner Farbakzent von Joa Camper. Aber eigentlich ganz praktisch, denn ich kann hier meine Einkaufslisten und meine Rezepte ranpinnen. Diese ganze Fläche ist Metall und ich kann hier mit dem Magnet alles ranpinnen. Eigentlich ein ganz süßes kleines Gimmick, was sie hier automatisch schon mit verbaut haben. Die ganze Fläche ist Metall? Ja. Ja, und am Kühlschrank haben wir noch ein Fach. Den Schrank des Grauens. Susi nennt es den Schrank des Grauens. Und man sieht es aber auch schon, hier ist leider auch schon der Griff abgebrochen. Und auch hier haben unsere Vorgänger die Front schon mal zusätzlich mit festgeschraubt, weil die Schubladen, die sind halt einfach qualitativ. Geht besser. Es geht besser. Genau, fragwürdig wollte ich fast sagen. Auch diese Schublade kommt leider ab und an mal während der Fahrt raus. Geht gar nicht.
Das müsste auch alles hier mal festgeschraubt werden. Das ist leider locker. Und natürlich, wenn ich einen so lockeren Griff habe, einen so lockeren Verschließmechanismus, dann geht er natürlich auch mal während der Fahrt auf. Also was ich gut finde, ist, dass die Schublade so hoch ist, man sieht es, man kann da Flaschen oder auch eine Thermoskanne gut unterbringen. Das geht in den Oberschränken nicht und auch nicht in den Schubladen, vielleicht in der untersten, aber das kann man hier reinmachen. Aber das wird dann auch schwerer und dann haben wir das Problem gehabt, dann ist die bei den Kurven einfach rausgesprungen. Wobei das ein Standard ist, den wir uns bei diesen Schubladen auch wünschen würden. Einfach die Seitenwangen und das hintere Teil so weit hochziehen, dass du wirklich ein Fach hast, wo du Sachen reinlegen kannst. Wäre da auch praktischer gewesen, weil dann halt auch während der Fahrt in Kurven hinten nichts runterfällt. Ne? Du hast halt einfach dadurch hier einen besseren Komfort, was dann halt auch die Lagerung deiner Lebensmittel angeht. Was ist da drunter noch für ein ominöses Fach? Das ist halt einfach, da wussten sie nicht, was sie machen sollten. Also da drunter ist gar nichts. Staubfänger. Ja, da kann man auch nicht mal Flaschen hinstellen. Das ist halt einfach nur Blödsinn. Gegenüber der Küchenzeile befindet sich nochmal eine weitere kleine Ablagefläche. Hier oben ist eine kleine Blindkappe drin für eine zusätzliche Steckdose, die man hier noch anschließen lassen kann. Ne? Mit Mehrpreis wahrscheinlich. Und hier drunter ist noch mehr Ablagefläche und hier drin haben wir auch noch ein bisschen Staukram für unterschiedliche Gebrauchsgegenstände. Es ist dadurch aber auch ein bisschen schmal. Also wenn jetzt hier zwei Leute aneinander vorbei wollen. Ja, oder wenn du hier allein schon stehst und die Schublade ganz aufmachen willst. Oh, dann muss man schon mal den anderen wegschubsen. Ist richtig. Also hier hätte man theoretisch natürlich auch darauf verzichten können, weil so wichtig wäre es nicht. Ne? Naja, und man hätte das auch stattdessen hier integrieren können. Genau, Das stimmt. Da ist noch eigentlich genug Platz gewesen. Absolut. Also vielleicht hätte man das einfach weglassen sollen. Oder vielleicht hätte man hier einfach nochmal Haken für Jacken hinhängen, also ranmachen können. Weil wo will man dann hier seine Jacken hinhängen? Das stimmt. Da nicht, weil dann geht die Tür immer nicht zu. Aber, wo du schon gerade über Platzprobleme sprichst, ich kann dir einen Bereich zeigen, wo du eine Tanzfläche hast. Ja, das stimmt. Das ist echt merkwürdig in diesem Camper. Das ist wirklich eigenartig. Es gibt noch eine andere Variante von dem Joa-Camper. Da ist hinten so ein Doppelbett in der Mitte. Wir haben jetzt eins mit 2 seitlichen Betten. Das linke ist 2 Meter lang, das rechte ist ein bisschen kürzer, weil das Bad da dran grenzt. Aber diese Riesenfläche in der Mitte, also das haben wir... Ja, aber was noch schlimmer ist und was man gar nicht versteht, die Matratzen sind 72 Zentimeter breit. Ja. Und ich habe hier mal locker, keine Ahnung, das ist ja fast 1 Meter. Ja. Also ich hätte ja die Matratzen zumindest in den Standardmaß bringen können von 80 oder 90 Zentimeter. Dann hätte ich auch ein bisschen Liegekomfort hier gehabt, aber doch nicht 72 Zentimeter als Matratze. Ja. Also oder braucht man so viel Platz, um in dieses Bett reinzukommen? Zeig doch mal. Man hätte sogar so schlafen können. Ja. Ja, naja. Alles ist möglich, ne? Ja. Also man hat hier unfassbar viel Fläche. Verschenkt. Ja. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja. Genauso wenig macht es keinen Sinn. Wir wissen gar nicht, was das hier genau ist. Das ist die Treppe, damit du als betagter Älterer bequem ins Bett reinkommst. Oder damit Lotti von da oben leichter runterkommt. Ja, wenn es eine Treppenstufe sein soll, dann ist sie qualitativ wirklich in die Hose gegangen. Es ist wirklich qualitativ fast das Schlechteste, was ich hier überhaupt je gesehen habe. Warum? Weil diese Treppe halt keine Treppenstufenfunktion hat. Hier hinten fehlt eine Auflagefläche. Also ich darf das Ding gar nicht hinten belasten. Wenn ich hier hinten trete, dann springt das Teil vorne schon aus der Halterung raus. Ach nee, das wollen wir nicht. Dann siehst du halt auch leider, ne? Also ich als Tischler sehe natürlich auch diese Details. Hier ist leider daneben geschraubt worden. Also hier wälzt sich leider schon das Dekor. Das heißt, die Schrauben, die hier genutzt wurden, um halt auch das Brett zu befestigen, die drücken sich hier raus. Das ist wirklich leider wirklich schlecht und aber immerhin, diese Stufe ist wirklich also das allerletzte. Aber immerhin habe ich eine total vorteilhafte Position für eine Steckdose hier gefunden. Ironie aus. Warum ist denn da eine Steckdose? Das stimmt, weil da drüber natürlich auch eine extrem charmante Ecke ist. Ironie an.
Wir verstehen auch nicht, warum hier so eine blödsinnige Konstruktion unter dem Bett gewählt wurde. Warum habe ich den Lattenrost nicht einfach durchlaufen lassen? Stattdessen habe ich hier eine wirklich sehr gefährliche Ecke, an der sich sowohl Lotti als auch Susi schon richtig derbe gestoßen haben. Ja. Das macht hier in dem Sinn überhaupt keinen Sinn. Also es macht in dem Fall überhaupt keinen Sinn, so wollte ich sagen. Ja. Ne? Auch die Tatsache, dass du den Lattenrost nicht durchziehst, bringt dir nur Nachteile. Denn sollte man mal mit dem Camper auf einer Schräge stehen und andersrum schlafen wollen, also wer gibt mir denn vor, dass ich mit dem Kopf unbedingt in die Richtung schlafen will? Was ist denn, wenn ich mit dem Kopf in die Richtung schlafen will? Dann habe ich hier gar keinen Lattenrost unter. Damit ich mit dem leichten Brummen des Kühlschranks einschlafe. Hallo, darum geht's doch nicht. Ja, aber hast ja recht, ne? Also wir standen tatsächlich einmal schief. Wir hatten dummerweise keine Keile mit. Und dann war es ein bisschen ungemütlich und hat man sich. Ich lege mich mal einmal hin, damit man das so ungefähr von der Breite sieht. Nicht, dass ich jetzt so breit bin, aber es ist ausreichend, aber wenn man dann daran denkt, wie viel Platz hier in der Mitte noch wäre, dann ist es schon wieder Quatsch, das so schmal zu machen. Es ist Quatsch, das so schmal zu machen. Sagen wir einfach, wie es ist. Unabhängig davon, dass es natürlich auch eine Sonderanfertigung mit 72 cm Matratze ist. Warum nimmt man da nicht eine Standardmatratze? Halbes Lattenrost. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Also die ganze Konstruktion hier macht keinen Sinn, ne? Warum hier das Brett so rauskommt. Oh, da habe ich mich so blöd dran gestoßen und Lotti auch mit dem Kopf, als sie da unten war und irgendwie was runtergefallen war. Also das hätte man noch mal abrunden können, oder? Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach dann sonst den Lattenrost... Also es ist ja eh eine Sonderanfertigung, dieser Lattenrost. Den hätte ich ja zumindest auch bis hier ziehen können. Er spricht ja gar nichts dagegen. Dann hätte man hier eine Flucht gehabt, die wäre durchgegangen. So macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Oder ich hätte das Brett einfach hier oben als Blende durchgezogen. Also in der Konstruktionsart, da würde ich sagen, hat halt einfach der Planer einen absoluten Denkfehler gehabt. Der wusste nicht, wie er hier weitermachen soll. Aber eine Steckdose hat er dahin gebaut. Eine Steckdose hat er dahin gebaut. Wir haben ja schon gesagt, es gibt 2 Steckdosen in diesem Fahrzeug. Eine davon ist vorne am Eingang, eine ist hier. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und was knatscht da unter deinen Füßen so schön? Das ist einfach der Horror dieses Fahrzeugs. Also da frage ich mich, was die sich wirklich dabei gedacht haben. Es kann keine Stufe sein. Wir wissen auch nicht, was es ist. Man kann es auch nicht hochnehmen. Man sieht ja hier auch überall diese Befestigungskappen. Hier kommt das Ding leider schon hoch. Wenn es eine Trittstufe sein sollte, dann fehlt ihr halt einfach hinten die Auflage. Ne? Ich kann hier hinten so weit von durchtreten und dieses ganze Ding wackelt. Also die ist frei hängend hier. Ja, also als Trittstufe überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich weiß auch nicht, wer sich sowas einfallen lässt. Ne? Das ist wirklich Blödsinn. Und vor allen Dingen, in dem Fall hätte ich sie auch einfach weggelassen. Es sei denn, da laufen jetzt noch die Heizungsrohre durch oder die Gasleitungen. Wobei auch da müssen wir ja wieder sagen, was hier in diesem Bereich auch nicht gut gelöst ist, ist die Heizung, die Belüftung. Hier ist nämlich kein Heizungsauslass. Nee, der kommt nämlich erst. Heizungsauslässe sind dort vorne. Der kommt erst hier bei der Küche. Und man merkt es auch deutlich, also wenn man hier diesen Vorhang nachts dann zu hat, ja, dann wird es da hinten auch nicht wirklich warm. Genau. Und dann kommen wir schon wieder zu den guten Bereichen dieses Campers. Die Staufächer. Denn ich habe hier, wenn ich zu dritt unterwegs bin, 3 kleine Kleiderschränke für jeden einen. So, und jetzt ratet mal, welches Fach Marco gehört und welches mir. Ja, das ist relativ leicht zu durchschauen. Naja, also man muss sich ja auch ein bisschen behelfen mit noch so Unterteilung, aber an sich finde ich es ganz gut. Oben ist ein etwas schmaleres Brett eingebaut und unten hat man genug Platz, um alles unterzubringen. Aber ich habe mich gefragt, wenn jetzt hier 5 Leute mitfahren, wir haben hier 3 Staufächer, wo wir nur unsere Klamotten drin haben, wo packen die anderen denn ihre Sachen rein? Wer möchte sein Fach teilen? Genau, das ist ein bisschen schwierig. Und dann sind wir wieder beim Klappern dieses Fahrzeugs. Auch hier fehlt leider nochmal eine ordentliche Befestigung. Also das klappert. Was sehr, sehr schön ist, ist hier auch die Lichtstimmung. Ich habe hier
tolle Leselampen, die nochmal zusätzlich auch eine LED-Ladebuchse haben. Das ist sehr schön. Das finde ich hier hinten sehr gelungen. Das fehlt mir einfach vorne. Ja. Also vorne ist sowas in der Art nicht vorhanden. Oben Hiermit- beim Hubbett fehlt sowas auf jeden Fall. Oder unten auch, wenn man in der Sitzecke sitzt, nochmal so ein kleineres Licht. Genau, es fehlt generell eine abendliche Lichtstimmung. Ich kann halt einfach nur Lampen an, Lampen ausmachen. Ich habe einmal ein Kaltweißlicht, einmal ein Warmweißlicht, aber in beiden Fällen ist es Stadionatmosphäre und man könnte eine Sonnenbrille aufsetzen. Ja, das ist hier hinten schöner gelöst auf jeden Fall. Ja. Genau, über die Fensterflächen haben wir schon genug gesagt, können wir uns drüber streiten. Ich mag diese Fenster nicht. Erstens sind sie für mich nicht einbruchsicher genug. Dann in dieser Variante, das ist ja jetzt auch hier nicht Dometic, sondern von Poly. Und ich habe hier diese kleinen Feststellrädchen, um das Ding stufenlos zu öffnen, muss die allerdings festdrehen. Und sie haben einen aufgesetzten Rahmen, der dann hier auf der Innenseite nochmal aufliegt, wo ich dann keine Rollos habe, sondern diese kleinen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn das so gefaltet ist. Wie heißt es nochmal? Weißt du's? Plissé? Ja, Plissé-artig, genau. Ja, hier auf der Höhe muss man noch ein bisschen aufpassen, also mit Kindern. Ja. Lotti ist da auch schon ein paar Mal mit den Oder Füßen mit dem Po, ne? Wenn ich So. hier mit dem Po so liege und dann da so. Rambazamba machst, genau. Ja. Ich rubbel ja gerne mit meinem Po immer am Fenster und wenn ich dann vergesse, dass das Plissé oben ist, Ja, das ist dann schlecht. ja, dann ist das schlecht. Ja. So sieht das aus. Ja, und von dem Bereich, da hüpfen wir doch mal gleich ins Badezimmer, denn da kann ich ja wieder nur ein paar lobende Worte erwähnen, denn das Badezimmer finde ich sehr schön gelungen. Also, unabhängig davon, ob man jetzt auf eine Chemietoilette steht oder nicht, wir stehen ja nicht so auf Chemietoiletten, aber die hat halt auch die Möglichkeit, dass ich oben die Sitzfläche drehen kann und ich kann mich dadurch hier sehr schön in den Raum setzen. Ich kann die ganze Geschichte wunderschön verschließen, um halt auch im Anschluss einmal dann diesen ganzen Bereich als Dusche zu nutzen. Wir haben ja hier diese super Lösung, dass man das Waschbecken wegklappen kann und dadurch eröffnet sich dieser Bereich zu einer möglichen Duschvariante. Das werden wir gleich auch nochmal testen. Ich finde das Auf jeden Lichtszenario hier sehr, sehr schön. Hier mit diesem kleinen LED-Schlauch, der hier durchgeht. Hier ist auch genug Ablagefläche, die zusätzlich noch hier beleuchtet ist durch dieses kleine Fach. Guck dir mal die Stege wieder an. Also ich habe es schon ein paar Mal gehabt, wir sind gefahren. Dann wollte ich an den Schrank ran und dann sind mir diverse Sachen entgegengefallen. Also man muss sich da selber nochmal Körbe irgendwie reinmachen. Ja, oder hier so ein Gummiband nochmal ziehen. Irgendwas, ja, so dass das ist einfach zu niedrig. Das stimmt. Ja. Es könnte ein bisschen höher sein, aber grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir das Bad hier doch sehr, sehr gut. Es hat nochmal auch einen eigenen Himmel und was allerdings relativ albern ist, ist ja immer dieser... Was ist das? Was soll ich damit machen? Das ist ein Handtuchhalter. Ach, komm. Da soll man eigentlich ein Handtuch aufhängen, glaube ich. Ja, aber dann kannst du den Schrank auch nicht. Mach mal den Schrank auf. Ja, das geht dann nicht. Dö, dö. Das stimmt. So, und was ist, wenn ich jetzt, ne, wir drei waren baden? Die Frage wäre, man hätte den ja vielleicht auch so hinhängen können, Ja. ne? Dass man den quer im Raum gehabt hätte. Ja, oder Das man wär- hätte einfach woanders nochmal hier Haken, ne, an der Wand oder irgendwo für kleine Handtücher, meinetwegen auch außen. Aber wenn jetzt 3 Leute duschen waren und Handtücher aufhängen wollen, genauso. 3 Leute duschen, das ist eh die Frage, ob das funktionieren würde. Aber das gucken wir uns nachher mal an. Auf jeden Fall hat man sehr viel Platz, wenn man das jetzt auflässt. Ne? Also man hat ein sehr großes Raumgefühl in diesem Bad, auch mit dem Oberlicht nochmal. Ich finde das auch sehr gut. Ja, es ist schön lichtdurchflutet, schön hell. Auch das Dekor ist natürlich da sehr, sehr schön. Hier diese weiße Decke, schön hell. Mit den Wutenbeleuchtungen hier ist sehr, sehr schön. Ob man jetzt unbedingt Vorhänge braucht oder ob man es nicht einfach ein bisschen, ja, ein bisschen funktionaler gemacht hätte und die Staufläche hier nochmal rumgezogen hätte, dass man hier zusätzlich nochmal ein paar Fächer gehabt hätte, hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. Ich brauche keine Vorhänge in einem Camper, aber grundsätzlich muss man sagen, macht das schon eine schöne Atmosphäre. Auch da drüben, ne, hätte man auch noch mal Platz gehabt.
Der Vorhang, den hätte man ja gar nicht so weit oben ziehen müssen. Ja, der geht ja offiziell sowieso nur bis da, ne? Ja, so. Und dann hätte man da ja auch noch mal Platz gehabt für einen kleinen Schrank oder irgendwas. Naja gut, wenn man sich halt natürlich jetzt für so einen Camper hier interessiert und sich so einen Camper kauft, kann man natürlich hier zusätzlich auch einfach nochmal so einen Organizer hinpacken, wo man dann sein Handy reinpacken kann und so weiter und so fort. Dann hätte ich mich allerdings hier nochmal über eine zusätzliche Steckdose gefreut, ne? Um hier Dinge zu laden. Gut, das kann man jetzt vorne machen, allerdings fehlt vorne die Ablage. Aber ich glaube, man hätte noch sehr viel Gestaltungsspielraum in diesem Fahrzeug. Und unterm Bett hat man nochmal richtig viel Stauraum. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit dem Duschen ist, ne? Den Boden rausnehmen und dann hier die kleine Wand einfach beiseite. So. Und dann ist hier oben eine kleine Verriegelung. Und dann wollen wir mal gucken, ne? Wie schön das hier ist oder nicht. Ist das kalt? Wenn man es kalt macht? Oh ja, kalt ist halt viel mehr Wasserdruck. Verflucht! Verflucht! Kalt ist ordentlich, du! Ja, nur warm ist der Wasserdruck nicht so dolle. Kalt ist er halt noch ordentlich da, ne? Ärgerlich, wa? Ja. Naja, so ist das mit dem Hamburger Simulationsraum, ne? Ja, und jetzt sieht das so aus, dass der Boden hier mal schön nass ist natürlich, ne? Und da bin ich mal gespannt, wie schnell der denn trocknen wird. Das ist super, dann kannst du den gleich putzen. Ja, muss man gleich putzen, ne? Sieht auch ein bisschen schmuddelig aus da drunter, du. Und hier auch gerade in der Schiebetür, ne? Hier in dem Lauf, da sieht das echt auch, Da sammelt sich alles. sammelt sich alles. Das ist nicht so schön. Ja, das war bei unserer Dusche ein bisschen besser, weil die Türen einfach frei gehangen haben. Und hier liegen die halt unten auf. Und dadurch ist es ein bisschen dreckiger, ne? Aber man hat ja hier auch ein schönes Fenster, was man aufmachen kann. Also der Platz ist auf jeden Fall unglaublich. Also da ist richtig viel Platz, dadurch, dass man da hinten die Wand wegklappt. Das ist schon ordentlich. Also da kann man nicht meckern, ne? Aber gut, generell kann man bei dem Bad nicht meckern. Also das finde ich schon, wenn da jetzt eine Trockentrenntoilette drin wäre, dann wäre das top. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, und das mit der Tür, ne? Also dass das hier unten drin läuft, das finde ich auch nicht so ideal, weil das halt, ihr seht das schon, immer so ein bisschen vollträgt mit Fusseln und mit Haaren und mit allem, was so im Badezimmer von Susi runterfällt. Hallo. Von mir nicht, ne? Aber bei Susi, die schmuddelt das immer ganz schön voll. Ihr tragt da auch mal euren Dreck rein mit Schuhe und so. Was ich auf jeden Fall nochmal positiv erwähnen muss, ist hier der Warmluftauslass. Also auch hier kommt ein Auslass von der Standheizung raus. Damit kriegt man diese Dusche dann auch hervorragend zu einem Trocknungsraum. Man kann hier nasse Klamotten dann reinhängen und die trocknen dann hier doch relativ gut durch. Dadurch, dass hier heiße Luft rauskommt, ist das natürlich ziemlich cool, ne? Dann klappt man die Stange hier runter, hängt hier seine nassen Klamotten, nasse Jacke, Regenjacke, alles in die Dusche rein. Das kann dann hier ein bisschen abtropfen und durch die Zufuhr von heißer Luft wird das hoffentlich auch schnell trocken. Ein bisschen blöd, aber vermutlich einfach Geschmackssache finde ich den Boden, also die Struktur zum Saubermachen. Hier sind überall ganz viele kleine Rillen und kleine Ecken, wo man jetzt nicht so ideal hinter und rankommt. Also zum Thema Putzen, das ist nicht ganz so ideal. Da hätte ich mich eher gefreut, wenn es ein glatterer Boden gewesen wäre, wenn man das hier mit dieser Trennwand oder der Duschwand ein bisschen geschickter gemacht hätte. Die seitlich aufgehängt und den Boden glatt oder so. So ist es mitunter denn doch nicht so einfach, hier das Badezimmer bzw. den Boden sauber zu machen.
Ja, grundsätzliches Fazit, ein Camper, der unter 60.000 Euro kostet, dafür eine Menge Camper ist, optisch echt was hermacht, qualitativ ausbaufähig ist, auf jeden Fall so ein paar Punkte verbesserungswürdig sind, ein paar Denkfehler im Konzept sind, aber für eine junge Familie, ich sag mal so mit 1, 2 Kindern, die handwerklich nicht so geschickt sind, sich selber keinen Camper ausbauen können, für die ist so ein Fahrzeug auf jeden Fall nicht verkehrt. Also man bekommt für unter 60.000 Euro ein Fahrzeug mit 5 Sitzplätzen, mit theoretisch 5 Betten. Wir haben noch nicht rausgefunden, wo das 5. Bett ist, aber in der Theorie 5 Betten. Und selbst wenn es 4 Betten sind, dann ist das schon funktional. Wir konnten jetzt hier 2 Wochen ganz gut in diesem Fahrzeug wohnen und leben. Das Fahrzeug ist verhältnismäßig verbrauchsarm, verbraucht nur um und bei 11 Litern. Für ein Fahrzeug über 7 Meter. Also ich persönlich würde es mir nicht kaufen, dann würde ich mir lieber so ein Fahrzeug selber bauen. Mich würden so ein paar Detailpunkte bezüglich der Qualität schon ärgern, aber für jemanden, der da nicht so viel Bock auf Schrauben hat, warum nicht? Obwohl Schrauben, also so ein bisschen Werkzeug sollte man mitnehmen für die Sachen, die dann zwischendurch abfallen. Ja, um sich mal, klar, um mal eine Schraube wieder festzuziehen, das kann man machen. Oder wenn man sich hier nochmal 2, 3 Batterien zusätzlich reinpacken will. Das, so ein Grundverständnis könnte man haben, aber man muss sich nicht gleich einen ganzen Camper ausbauen, nur weil man einen Camper haben will. Für unter 60.000 Euro hier ein Fahrzeug, was man sich dann halt leisten kann. Wir denken ja auf diesem Kanal laut und in Bildern. Und wir schauen uns Alternativen an und testen andere Möglichkeiten. Man kann also sagen, wir sind auf der Suche. Natürlich gehört da auch irgendwie die Idee eines klassischen Wohnmobils zu. Die meisten von euch kennen ja meine Einstellung zu einem Wohnmobilurlaub auf einem Campingplatz. Und somit müssen wir am Ende dieses Videos auch sagen, dass es sich um eine tolle und schöne Art des Reisens handelt. Und wenn man nur 2 Wochen Zeit hat, dann ist das wohl auch eine gute Alternative. Aber es ist nicht unsere Art des Reisens. Nach diesen 2 Wochen können wir wohl sagen, dass ein klassischer Wohnmobilurlaub nicht zur Richtung Himmelblau passt. Und somit braucht ihr hier auch nicht zu befürchten, dass wir jetzt jede Woche ein weiteres Wohnmobil testen werden. Persönlich würde ich mich aber schon mehr über Videos freuen, wo mal richtig getestet wird und wo auch mal richtig geurteilt wird und man nicht immer nur die ganze Zeit hört, wie schön dieses Fahrzeug ist. Ich denke, das haben wir bei diesem Fahrzeug wohl auch gut gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug mit dem Wohnmobil nach Kroatien gefallen. Vermutlich werden wir in Zukunft wohl kein weiteres Fahrzeug mehr testen dürfen. Aber ich finde halt, am Ende siegt die Ehrlichkeit. Und damit heißt es an dieser Stelle, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank für eure tollen Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, bis zum nächsten Thema kann man sagen. Immer auf der Suche Richtung Himmelblau.